2 Reißzähne, 18 Zentimeter lang, dünner als ein Finger und so fragil, dass ein einziger Fehlschlag sie zerstören würde. Das sind die tödlichsten Waffen, die ein Landraubtier je besessen hat. Und sie sehen aus wie ein Konstruktionsfehler der Evolution. Smilodon fatalis. Kein Tiger, kein Löwe. Etwas, das vor 2 Millionen Jahren entstand und keine lebenden Verwandten hinterließ. Wir kennen sein Bild, wir kennen seinen Namen. Wir verstehen es trotzdem kaum. Denn fast alles, was du über den Säbelzahntiger zu wissen glaubst, ist falsch. Fangen wir mit dem Namen an. Säbelzahntiger. Er war kein Tiger, nicht einmal ein entfernter Verwandter. Seine Linie trennte sich vor über 20 Millionen Jahren von der heutigen Großkatzen. Was du dir vermutlich vorstellst, wenn du den Namen Säbelzahntiger hörst, das schlanke, springende Raubtier wie aus Ice Age, hat mit dem echten Tier fast nichts gemein. Das echte Tier war etwas anderes, etwas Fremdartigeres. Etwas, das deutlich mehr Sinn ergibt, wenn man versteht, wie es eigentlich funktionierte. Vergiss den schlanken Geparden. Vergiss den langen Löwen, der über die Savanne sprintet. Smilodon war extrem gebaut. Massive Schultern, breite Brust sowie muskulöser Nacken und Vorderbeine. Dagegen ist der restliche Körper schlanker. Sein Schwanz ein kurzer Stummel. Sein Körperbau war näher an einem Bären als an einem Tiger. Das zeigt uns, er war kein Verfolgungsjäger. Es war ein Tier mit einer Waffe, die auf einen einzigen Moment ausgelegt war. Seine Vorderbeinknochen zeigen Muskelansatzpunkte, die jeden heute lebenden Vergleich übertreffen. Seine Vorderbeine entwickelten eine Kraft, die über der eines modernen Löwen lag. Und dann die Zähne. 18 Zentimeter. Gebogen wie Säbel. Aus dem Oberkiefer ragend, weit bis unter den Unterkiefer hinaus. Und trotzdem dünn, fast zerbrechlich. Wenn sich ein Beutetier in Todeskampf nur einmal falsch drehte, konnten diese Zähne brechen. Also, wie jagt ein Tier, dessen wichtigste Waffen eigentlich brechen müssten? Die Antwort verändert alles. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie kann ein Zahn gleichzeitig die mächtigste Waffe der Erdgeschichte sein und gleichzeitig so zerbrechlich sein? Die Antwort liegt nicht im Zahn selbst. Sie liegt darin, wie Smilodon ihn benutzt hat. Und das war so besonders und anders, dass kein lebendes Raubtier heute noch so tötet. Wie genau, siehst du jetzt. Moderne Großkatzen töten mit Bisskraft. Kehle zudrücken, Druck halten, warten. Das funktioniert, weil ihre Zähne kurz und tief im Knochen verankert sind. Sie können den Gegendruck halten. Smilodon konnte das nicht. Sein Kiefer war schwächer als der eines modernen Löwen. Aber sein Nacken war außergewöhnlich. Smilodon konnte seinen Kiefer bis auf 120 Grad öffnen. Ein Löwe schafft gerade einmal 65 Grad. Diese enorme Öffnung brauchte er nicht zum Fressen. Er brauchte sie, damit diese Fangzähne überhaupt tief genug ins Beutetier gelangen konnten. Und dann tötete er nicht wie ein Löwe mit Beißkraft. Er tötete mit einem Schlag. Die Nackenmuskeln rissen den Kopf nach vorne und unten. Die Zähne trafen Kehle und Halsschlagader gleichzeitig. Mit dem ganzen Gewicht des Tieres dahinter. Präzise, chirurgisch, sofort tödlich. Wenn der Treffer saß, war das Beutetier tot, bevor es sich überhaupt heftig wehren konnte. Bevor es sich heftig wehren könnte, um die Zähne des Smilodons zu brechen. Kein lebendes Raubtier tötet heute noch auf diese Weise. 2 Millionen Jahre Evolution für einen einzigen perfekten Schlag. Wenn dich dieses fremde Raubtier fasziniert, like jetzt. Aber Smilodon jagte nicht allein.
In den Teergruben von Los Angeles wurden mehr Smilodon-Knochen gefunden als von jedem anderen Großraubtier, das dort entdeckt wurde. Mehr als von Direwölfen, mehr als von amerikanischen Löwen. Lange war das ein Rätsel. Warum starben dort so viele Säbelzahntiger? Weil sie nicht nur wegen Beute kamen. Sie kamen auch füreinander, als Rudel. Viele dieser Knochen tragen Spuren von schweren Verletzungen. Gebrochene Beine, gebrochene Wirbel, zertrümmerte Schultern, Verletzungen, die vollständig verheilt waren. Ein 180 Kilo Raubtier mit gebrochenem Bein jagt nicht mehr. Es verfolgt nichts. Es tötet nichts. Allein verhungert es. Und trotzdem haben diese Tiere überlebt. Monatelang. Manche wahrscheinlich jahrelang. Das bedeutet, sie wurden versorgt, gefüttert, beschützt. Smilodon war kein Einzeljäger. Er lebte in Gruppen, teilte Beute und kümmerte sich um seine verletzten Rudelmitglieder. Aber das Verstörendste an Smilodon ist nicht, wie er lebte. Es ist, warum er verschwand. Denn er hat nicht versagt, sondern seine Welt hat versagt. Vor 10.000 Jahren ist Smilodon ausgestorben. 10.000 Jahre klingt nach ferner Vergangenheit. Ist es nicht. Damals begannen Menschen sesshaft zu werden, Felder anzulegen und die ersten dauerhaften Siedlungen zu bauen. Und während diese neue Welt entstand, starb der letzte Säbelzahntiger. Zusammen mit Mammuts, Mastodonten, Riesenfaultieren, amerikanischen Pferden. 34 Gattungen Großsäuger, allein in Nordamerika, verschwanden in einem geologischen Wimpernschlag. Warum? 3 Erklärungen. Keine ist vollständig. Erstens, das Klima. Das Ende der Eiszeit verwandelte die Grassteppen, die Smilodon und seine Beute ernährt hatten. Aber Smilodon hatte jede frühere Erwärmungsperiode überlebt. 2 Millionen Jahre, mehrere Eiszeiten. Was war diesmal anders? Zweitens, ein kosmisches Ereignis. Vor etwa 12.900 Jahren tauchen in Sedimentschichten auf mehreren Kontinenten Spuren auf, die einige Forscher als Hinweise auf ein außergewöhnliches Ereignis deuten. Mikrodiamanten, Platinablagerungen und verbranntes Material, überall zur gleichen Zeit. Eine Hypothese lautet, dass damals ein Komet oder Asteroid über dem nordamerikanischen Eisschild einschlug oder explodierte. Das ist wissenschaftlich publiziert, aber bis heute stark umstritten. Drittens, der Mensch. Vor etwa 15.000 Jahren erreichten moderne Menschen Nordamerika. Und fast parallel dazu beginnt die große Aussterbewelle. Je weiter Menschen sich ausbreiteten, desto stärker verschwanden die Tiere, die diese Welt bis dahin beherrscht hatten. Was war also der eigentliche Grund? Die ehrliche Antwort: Wir wissen es nicht. Vielleicht war es das Klima. Vielleicht ein mysteriöses, kosmisches Ereignis. Vielleicht der Mensch. Und vielleicht kamen alle 3 genau im falschen Moment zusammen. Wenn du tiefer in das Thema einsteigen möchtest, findest du unten in der Videobeschreibung Buchempfehlungen. Bücher, die ich selbst für meine Recherche genutzt habe. Smilodon ist seit 10.000 Jahren ausgestorben. Aber er ist nicht weg. Er hat Spuren hinterlassen, in Tieren, die heute noch leben. Ausgestorbene Raubtiere verschwinden nicht immer vollständig. Manchmal bleibt etwas von ihnen zurück, in den Reflexen ihrer Beute. Die Eiszeit hat ihr Gebiss verloren, aber die Angst davor lebt weiter. Und dann ist da noch ein Fund aus den Teergruben, der Forscher bis heute nicht loslässt. Ein Smilodon-Weibchen. Schwere Arthritis in mehreren Gelenken.
Ein Vorderbein mit einer verheilten Fraktur, so massiv, dass sie es kaum noch belasten konnte. Sie hätte nicht überleben dürfen. Und trotzdem hat sie überlebt. Jahrelang. Irgendwo dort, wo heute Los Angeles steht, hat eine Gruppe von Säbelzahntigern eines ihrer Mitglieder versorgt. Hat Nahrung gebracht, sie beschützt und sie am Leben gehalten. Allein hätte sie nicht überlebt. Das ist nicht das Bild, das wir von Smilodon haben. Und jetzt kommt der Gedanke, der alles verändert. Smilodon hat nicht versagt. Es war ein Tier, das 2 Millionen Jahre lang zu den erfolgreichsten Raubtieren seiner Welt gehörte. Es überlebte Kälte, Hitze, Rivalen und es kümmerte sich um seine Verletzten. Dann verschwand die Welt, für die der Säbelzahntiger geschaffen war, in nur 1000 Jahren. Smilodon scheiterte nicht an seiner Biologie. Seine Welt brach schneller weg, als die Evolution reagieren konnte. Aber die Knochen erinnern sich an diese alte Geschichte. Und was sie erzählen, ist nicht das Bild eines Monsters. Es ist das Bild eines Meisterstücks. Eines Tieres, das perfekt in seine Welt passte, bis diese Welt nicht mehr existierte. Aber Smilodon ist nicht das einzige Tier, das wir komplett falsch verstanden haben. Denn manchmal geht es nicht um ein Raubtier, sondern um etwas viel Größeres. Ein System, das eine ganze Welt am Leben hält. Und das Verstörendste daran ist, als es verschwand, blieb die Welt nicht einfach dieselbe. Im anderen Video zeige ich dir, was wirklich passiert, wenn nicht ein Tier stirbt, sondern ein ganzes System zusammenbricht.